So, schaut mal hier. Ein schönes Psycho Limited Edition. Eine Hommage an die Originale von 1968. Das Gehäusedesign finde ich ziemlich abgefahren. Ja, es wirkt sehr klein am Handgelenk. Es gibt 5000 Stück davon. Mal eben hier den kleinen Kollegen. Hier habt ihr nochmal die Typenbezeichnung, die genaue. Gleich im Unboxing. Gibt viele gute Sachen, es gibt aber auch ein, zwei Punkte, die ich zu kritisieren hatte. Jammern auf hohem Niveau, sagen wir es mal so. Also, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Unboxing. Und Fragen gerne jederzeit in den Kommentaren. So, hier ist das gute Stück. Psycho aus der schwarzen Edition. Limited Edition. 500 Stück gibt es. UVP ist 1250. Ihr bekommt aktuell aber auch schon welche für 900, 850. Müsst ihr mal gucken. Typische Verpackung für eine limitierte Edition. Hatte ich schon ein paar Mal in der Hand. Ja. Made in China. Die Box. So. Im Deckelinneren Prospex Limited Edition. Das war noch ein kleiner Zettel von mir. Garantiekarte. Typisches Psycho-Heft, habt ihr ja schon Millionen Mal gesehen. Nochmal schön abgedeckt. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus hier drin. Schön eingepackt, wobei die Verpackung mich einfach nicht umhauen. Ne? Hier das mit diesem Samt, das passt irgendwie auch nicht zu den Uhren. Das ist hier alles irgendwie ein bisschen locker da drin. Ja, also, ich weiß nicht. Hier das zweite Band mit der Welle. Das Logo nochmal. Psycho-Logo. Schließe auch in schwarz gehalten. Passt sehr gut dazu. So. Und dann haben wir hier die Uhr. SPB 255J1. Psycho Prospex. Auf dem Kissen hier. Ja. Mach mal kurz die Folie ab. Also das Design sieht schon stark aus, ne? Also es gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, eine Hommage an die 68er Uhr. Unten in der Beschreibung sind noch ein paar Links drin. Auch direkt zu Psycho, wo ihr das nochmal nachlesen könnt. Mir geht es jetzt hier darum, dass ich euch die Uhr zeige. Mal kurz ein bisschen. Hier ist wieder ein bisschen Spiel, wie man es kennt, aber ja, läuft sehr gut, muss man sagen. Psycho-typisch, ne? Seht ihr, sehr schönes Datum. Sekundenzeiger. So, was immer sehr interessant ist, finde ich die Lünette. Ist ganz weich und soft. Also das heißt, sie springt auch nicht sofort dahin, wo sie hinspringen soll, sondern ich könnte sie auch dazwischen jetzt stehen lassen. Jetzt klickt es erst. Also, das ist so ein ganz weiches, softes Thema. Also wenn ich jetzt überlege, ich müsste jetzt beim Tauchen mit Handschuhen jetzt genau den Punkt finden, weil ich klicke ein und kann auch schon ein Stück weiter sein, ne? Ja. Also ist so als Haptik schön, gar keine Frage. Es ist auch nur einseitig drehbar, aber
Hier mal im Detail. Zifferblatt von der Seite. Das Gehäusedesign finde ich halt echt schön, ne? Muss ich wirklich sagen. Ja, dann dieses, ja, braun, keine Ahnung, braun-graues Armband ist das. Hier steht jetzt kein Seiko drauf, tatsächlich. Ansonsten haben wir hier, denke ich mal, ein schwarzes Komplettgehäuse hier. Na, hier hinten jetzt nochmal schaut, ich lasse jetzt nochmal den Aufkleber drauf, typisch mit der Welle. Kennt man ja von überall. Limitierungsnummer steht drauf, etc. Hier in dem NATO-Band auch nochmal schön zu sehen, die Welle ist im Inneren des Bandes, wenn man es umhat. Macht einen schönen Eindruck. Wertige Qualität. Seiko halt, ne? Ich meine, für 1250 € will man schon was erwarten. Einzige, wie gesagt, mit der Lünette. Erfüllt mit Sicherheit ihren Zweck, gar keine Frage. Muss ich mal eben gucken, wie die bei mir aussehen würde. Wenn ich die mit NATO-Band hier drum mache. Kriege ich jetzt hier auch nicht weiter rein. Ja. Also so sieht es so aus am Band, am Arm, am Band und am Arm. Ja. Schöne Größe, also sie wirkt sehr klein, muss man klar sagen. Das finde ich sehr angenehm. Und man muss hier natürlich aufpassen mit den Farben. Dieses, ja, dunkel erdbraun passt natürlich nicht zu allen Outfits. Aber es ist schon eine schöne Sommeruhr, wobei ich die wahrscheinlich im Herbst rausholen würde. Ja. Ja, ich kriege hier nicht so einfach das mal eben hier rein. Ich kriege das hier mal eben nicht so einfach hier mit rein. Das Band. Bisschen eng. So, jetzt. Ja, komme jetzt aber gerade da nicht dran. Ich kriege das Band jetzt hier nicht so ganz hier rein. Ja. Okay. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich mag das Gehäusedesign total. Klar, dadurch, dass es eben eine 68er war, hat mich die halt sehr interessiert, weil mein Geburtsjahr, seht ihr dann nochmal von allen Seiten, und jetzt auch nochmal zum Hören, seht ihr, und ich klicke, und jetzt kann ich hier auch zwischenstehen bleiben. Ja, also ansonsten ist das ganz weich und soft. Also, ja, so will ich es mal beschreiben. Schöne Uhr, es gefällt mir auch mit den Orange. Dann der Übergang zu diesem Braun, ne? Aber es ist echt für mich eine schöne Herbstuhr. Schön am Hemd. Ja, oder schon den ersten Wollpullover in dunkelbraun. Schön im Casual-Outfit. Ja. Schöne Farben, schöne Uhr. Jeden Cent wert. Wie gesagt, das Einzige ist das mit der Krone. Und hier haben wir den Seiko-Schriftzug übrigens. Und dass ich hier oben schwierig das NATO-Band zurückfädeln kann. Das ist mir aufgefallen. Ansonsten schöne Uhr, muss man sagen. Also für alle 68er nehmen. Es gibt ja 3 Versionen aktuell. Wie gesagt, 5000er Auflage. Ja. Sehr schön. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich auf einen
Kommentar zur Uhr. Fragen gerne jederzeit. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Nur so kann ich wachsen. Gerne mit dem Glöckchen. Und dann kann ich auch regelmäßig Videos posten. Also ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.